Beim Einsatz von Girocards, Debitkarten und Kreditkarten im Ausland können sehr schnell hohe Gebühren anfallen. Mit der richtigen Reisekreditkarte sparst du auf Reisen im Ausland viel Geld. In diesem Video zeigen wir dir 5 kostenlose Debit- und Kreditkarten, die du weltweit gebührenfrei einsetzen kannst. Mit 4 der Karten sowohl zum Geld abheben als auch für bargeldlose Kartenzahlungen, ganz ohne Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren. Mit einer der vorgestellten Karten erhältst du zudem ein umfangreiches Paket kostenloser Reiseversicherungen. Am Ende des Videos sagen wir dir, welche Kreditkarte die beste für Reisen, aber auch für den Einsatz in Deutschland ist. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran. Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann lass uns gern einen Like da. Wir würden uns sehr freuen. Beim Einsatz in der Eurozone, vor allem aber in Ländern mit anderer Währung als dem Euro, kann der Einsatz der falschen Karte sehr teuer werden. Viele Banken berechnen hier Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren in Höhe von 1,5 bis 2,5% bei Mindestgebühren von 5 Euro. Außerdem kann es mit Girocards, ob Maestro oder VPay, zu Akzeptanzproblemen kommen. Deshalb zeigen wir dir jetzt die besten Karten, die du ohne Bedingungen wie einen Mindestumsatz kostenlos bekommst, die weltweit eine hohe Akzeptanz bieten und die du weltweit kostenfrei nutzen kannst. Links zu allen vorgestellten Karten findest du, wie immer, unter dem Video. Legen wir los. 5 Reisekreditkarten im Vergleich. Erstens, die DKB-Visa-Karte. Sie war jahrelang die beliebteste Kreditkarte für Reisende. Die Visa-Kreditkarte der DKB. Mittlerweile ist aus der kostenlosen Kreditkarte eine kostenlose Debitkarte geworden. Erhältlich ist sie nur in Verbindung mit dem ebenfalls kostenlosen DKB-Girokonto. Du kannst sie zum kostenlosen Geld abheben sowie zum gebührenfreien Bezahlen in Deutschland und der Eurozone nutzen. Beim Einsatz außerhalb der Eurozone fallen 2,2% Fremdwährungsgebühren an, die du aber leicht umgehen kannst. Stellst du nämlich einen monatlichen Geldeingang von mindestens 700 Euro sicher, bist du sogenannter Aktivkunde und die Fremdwährungsgebühren entfallen. Die DKB-Visa-Karte eignet sich zum kontaktlosen Bezahlen und zum mobilen Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay. Da es sich um eine Debitkarte handelt, kann es bei Autovermietungen und Hotels zu Problemen kommen. Einige akzeptieren nur echte Kreditkarten. Zweitens, die Barclays Visa-Karte. Die Barclays Visa-Karte ist eine echte Kreditkarte, sodass sie weltweit die größtmögliche Akzeptanz bietet. Du kannst sie also problemlos auch bei allen Autovermietungen und in Hotels einsetzen. Sie kommt ebenfalls ohne Jahresgebühr, ist aber nicht an ein bestimmtes Konto gebunden, so dass man sie mit jedem beliebigen Girokonto nutzen kann. Mit der Barclays Kreditkarte kannst du in Deutschland und weltweit kostenlos Geld abheben und bargeldlos bezahlen. Es fallen keine Fremdwährungs- oder Auslandseinsatzgebühren an. Dafür musst du auch keine Bedingungen wie einen Mindestumsatz erfüllen. Die Barclays-Karte ist eine Revolving-Karte, also eine Kreditkarte, bei der du für die Rückzahlung die Wahl zwischen Teilrückzahlung und Vollrückzahlung hast. Bei Vollrückzahlung wird der gesamte Saldo der monatlichen Ausgaben in einer Summe zurückgezahlt. Bei Teilzahlungen erfolgt die Rückzahlung, wie bei einem Ratenkredit, über mehrere Monate. Nutzt du die Teilrückzahlung, fallen hohe Zinsen an. Du solltest die Karte also auf Vollzahlung umstellen. Das geht ganz einfach in der App oder im Online-Banking. In dem Fall hast du ein bis zu 8 Wochen langes zinsfreies Zahlungsziel. Ein besonderer Vorteil der Karte ist die Möglichkeit, sie auch im Guthaben führen zu können. So kannst du ganz einfach Geld auf die Karte überweisen und damit deinen Verfügungsrahmen erhöhen. Auch mit der Barclays Kreditkarte ist kontaktloses Bezahlen sowie mobiles Bezahlen mit Apple Pay oder Google Pay möglich. Drittens, TF Bank Mastercard Gold. Auch die goldene Mastercard der TF Bank ist eine interessante Reisekreditkarte. Sie ist ebenfalls kontounabhängig und kostenlos. Obwohl du sie ohne eine monatliche oder jährliche Gebühr bekommst, enthält sie ein umfangreiches Paket aus Reiseversicherungen, bestehend aus einer Auslandsreisekrankenversicherung, einer Reiserücktrittsversicherung, einer Reiseabbruchversicherung, einer Reisegepäckversicherung, einer Flug- und Gepäckverspätungsversicherung, einer Privathaftpflichtversicherung im Ausland und einer Unfallversicherung. Bedingung für den Schutz durch die Versicherungen ist, dass der Reisepreis zu mindestens 50% mit der Kreditkarte bezahlt wurde. Zudem gibt es Selbstbeteiligungen von zumeist 100 Euro. Generell sind auch mit der TF Bank Kreditkarte weltweite Bargeldabhebungen und Zahlungen kostenlos. Zum Geldabheben solltest du sie allerdings nicht benutzen, da dafür sehr hohe Zinsen vom Abhebetag bis zur Rückzahlung anfallen. Kartenzahlungen sind weltweit und in jeder Währung kostenlos, wenn du sie mit der Kreditkartenabrechnung jeden Monat voll ausgleichst. Viertens, Hanseatic Bank Genialcard. Eine weitere interessante Kreditkarte für Reisen ins Ausland ist die Genialcard der Hanseatic Bank. Sie kommt ebenfalls ohne eine Jahresgebühr und Bargeldabhebungen sowie Kartenzahlungen sind weltweit kostenlos.
Sie ist kontounabhängig, sodass du sie mit deinem aktuellen Girokonto nutzen kannst. Es handelt sich um eine Revolving-Karte. Das bedeutet, dass du auch hier die Wahl zwischen einer Vollrückzahlung sowie der Teilzahlung über mehrere Monate hast. Letzteres ist mit hohen Zinsen verbunden. Nutzt du aber die Vollrückzahlung, kannst du den Kreditrahmen mit einem zinsfreien Zahlungsziel von bis zu 6 Wochen nutzen. Die Karte kann laut AGBs nicht im Guthaben geführt werden, sodass der Verfügungsrahmen eigentlich nicht durch Überweisungen auf das Kartenkonto erhöht werden kann. Es wird allerdings bei kurzfristigen Aufladungen geduldet. Die Genialcard kann mit Apple Pay und auch mit Google Pay zum mobilen Bezahlen benutzt werden. Entscheidest du dich für die Genialcard, hast du Zugriff auf ein Gutscheinportal, bei dem du Gutscheine von vielen großen und kleinen Online-Shops kaufen kannst, die aber einen höheren Wert haben als ihr Kaufpreis. 5. Nuri Visa-Karte. Die Nuri-Karte ist keine echte Kreditkarte, sondern eine Debitkarte. Sämtliche Zahlungen und Abhebungen werden also umgehend vom Girokonto abgebucht. Sie ist besonders dann interessant, wenn du aufgrund einer schwachen Bonität keine echte Kreditkarte bekommen kannst. Es erfolgt keine Anfrage an die Schufa und sie wird nicht an die Schufa gemeldet. Die Karte ist kostenlos. Erhältlich ist sie nur zusammen mit dem ebenfalls bedingungslos kostenfreien Nuri Girokonto. Bargeldabhebungen und Kartenzahlungen sind weltweit ohne Gebühren möglich. Die Nuri-Karte kann aktuell leider noch nicht mit Apple Pay oder Google Pay genutzt werden. Noch ein Hinweis, der für alle Kreditkarten gilt. Geldautomatenbetreiber im Ausland erheben zum Teil eigene Gebühren, auf die deine Bank keinen Einfluss hat. Sie werden daher auch nicht erstattet. Verbreitet ist das zum Beispiel in Thailand oder in den USA. Diese Gebühren werden aber immer vor der Auszahlung angezeigt, sodass du die Abhebung abbrechen kannst. Zahle in solchen Ländern am besten mit der Karte, um diese Automatengebühren zu umgehen. Tipps für deine Reisekasse. Bevor wir die Frage beantworten, welche Kreditkarte die beste für das Ausland ist, geben wir dir noch schnell ein paar wichtige Tipps. Tipp Nummer 1. Nimm eine zweite Reisekreditkarte mit. Es gibt zwar Kreditkartenanbieter, wie unsere Empfehlung, die dir bei Verlust oder Sperrung innerhalb von 48 Stunden kostenlos ein Notfallpaket mit Notfallkarte oder Bargeld senden, aber das dauert eben bis zu 48 Stunden. Mit einer zweiten Karte, die du am besten nicht zusammen mit der ersten aufbewahrst, kannst du die Wartezeit bequem überbrücken, wenn deine Hauptkarte gestohlen oder gesperrt wurde oder du sie verloren hast. Tipp Nummer 2. Verfügungsrahmen erhöhen. Je nachdem, wie hoch dein Kreditrahmen ist, kann es Sinn machen, eine Auslandskreditkarte zu wählen, die auch im Guthaben geführt werden kann. So ist es dann möglich, den Verfügungsrahmen mit einer einfachen Überweisung zu erhöhen. Tipp Nummer 3. Zahle in Landeswährung. Wenn du in Ländern außerhalb der Eurozone unterwegs bist, zahle immer in Landeswährung. Das gilt auch für das Geldabheben am Automaten. Bei vielen wird man gefragt, ob die Karte in Euro oder in der Landeswährung belastet werden soll. Intuitiv wählt man dann vielleicht Euro. In dem Fall bestimmt aber der Automatenbetreiber den Umrechnungskurs. Und der ist meist schlechter als der Kurs von Visa oder Mastercard. Wähle also immer die Landeswährung. Tipp Nummer 4. Nutze Kartenzahlungen. Insbesondere in Ländern, in denen Automatengebühren verbreitet sind, solltest du möglichst immer mit der Karte zahlen, um diese Kosten zu vermeiden. Besonders verbreitet sind diese Gebühren, wie gesagt, zum Beispiel in den USA und in Thailand. Welche Kreditkarte ist für Reisen die beste? Unsere Reisekreditkartenempfehlung. Die beste Kreditkarte für den Einsatz im Ausland ist nach unserer Meinung die Barclays Reisekreditkarte ohne Girokonto, bei der keine Jahresgebühr anfällt. Ohne weitere Bedingungen, wie einen Mindestumsatz, kannst du mit ihr in jeder beliebigen Währung gebührenfrei Geld abheben oder bargeldlos bezahlen. Wenn du die Abrechnung auf 100% umstellst, sodass die Karte jeden Monat voll ausgeglichen wird, zahlst du auch keine Zinsen oder sonstige Gebühren. Da es sich um eine echte Kreditkarte handelt, gibt es keine Akzeptanzprobleme bei Autovermietungen. Dies kann mit Debitkarten hier und da passieren. Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit, Guthaben auf die Karte zu überweisen, sodass du den Verfügungsrahmen schnell und leicht erhöhen kannst, wenn dein Kreditrahmen noch zu begrenzt ist. Außerdem bietet die Barclays-Karte das Notfallpaket, bei dem dir bei Sperrung oder Verlust eine Notfallkarte oder Bargeld per Kurier zugesendet wird und das auch im Ausland. Dieser Service ist kostenlos. Als Alternative oder auch als Ergänzung ist zudem die Schufa-freie Nuri-Karte interessant. Sie lohnt sich vor allem, wenn du aufgrund einer nicht so guten Bonität keine echte Kreditkarte bekommst oder als Zweitkarte für Notfälle. Auch hier gibt es keine Bedingungen, die du erfüllen musst. Die Karte und auch das Konto kommen ohne Kontoführungs- oder Jahresgebühren. Wenn du Fragen zu den vorgestellten Reisekreditkarten hast, schreib uns in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Auch über einen Like würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.